Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Ellie Handmade. In diesem Video möchte ich mit euch zusammen so eine kleine Tasche häkeln, die so aussieht. Sie ist relativ klein, aber da passt auch richtig viel rein. Da ist schon mein Handy dabei, da kommt auch noch ein Portemonnaie rein und Autoschlüssel und vielleicht noch so Lippenstift und einen kleinen Spiegel fürs Unterwegs. Klein, aber passt richtig viel rein. Ich habe die Tasche gehäkelt aus Polyesterschnur 5 mm. Vorbereitet habe ich 2 Rollen. In so einer Rolle sind 100 Meter und ich habe verbraucht eine ganze Rolle und wenig als die Hälfte von der zweiten Rolle. Dann habe ich Häkelnadeln genommen, 4,5. Mit der kleineren Häkelnadel habe ich alle Faden versteckt. Schere Faden abzuschneiden, Feuerzeugfaden miteinander zu verbinden und später zu verstecken und eine Wollnadel. Dann habe ich auch in goldenen Farben Mappenschloss genommen, 2 Karabiner und eine Kette, die 1,20 Meter Länge hat. Bevor wir anfangen, die Tasche zu häkeln, ich gebe euch die Masse. Die Tasche ist jetzt 22 cm breit. Die Höhe ist bei 20 cm und die Tiefe ist bei 8 cm. Dann wollen wir jetzt beginnen, die Tasche zu häkeln. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen an. 1, 2, 3 und machen dann die erste Reihe. In die erste Luftmasche häkeln wir jetzt 3 feste Maschen. Am Endstück ziehen, dann schließt sich hier auch die Öffnung. Eine Luftmasche, drehen die Arbeit und alle Reihen werden ab jetzt immer gleich gehäkelt. Hier könnt ihr die Kette sehen und an der hinteren Lasche häkeln wir jetzt. Wir beginnen mit der Reihe Nummer 2 und in die erste Masche an der hinteren Lasche häkeln wir 2 feste Maschen. In die nächste Masche, also wieder an der hinteren Lasche, häkeln wir 3 feste Maschen. Und die nächste Masche wieder 2 feste Maschen. Eine Luftmasche, wenden die Arbeit und beginnen mit der Reihe Nummer 3. Die erste Masche wird verdoppelt und wir häkeln wieder an der hinteren Lasche. Dann häkeln wir 2 einzelne Maschen. Die nächste Masche häkeln wir 3 feste Maschen. Zwei einzelne Maschen und die letzte Masche wird verdoppelt.
Wenn es euch zu schwer ist, bei diesen 3 festen Maschen zu erkennen, wo die mittlere Masche ist, könnt ihr einen Maschenmarkierer aufsetzen. Wir beginnen jetzt mit der Reihe Nummer 4, eine Luftmasche. Die erste Masche wird verdoppelt. Dann häkeln wir 4 einzelne Maschen. In die mittlere Masche häkeln wir 3 Maschen. Und gehen auf die Seite, machen genauso wie diese Seite 4 einzelne Maschen. Und die letzte Masche wird verdoppelt. Eine Luftmasche und beginnen mit der Reihe Nummer 5 an. Die erste Masche wird verdoppelt. Dann häkeln wir 6 einzelne Maschen. In die mittlere Masche häkeln wir wieder 3 Maschen. Und dann häkeln wir wieder zurück 6 einzelne Maschen und die letzte Masche wird verdoppelt. Reihe Nummer 6, wir machen eine Luftmasche, wenden die Arbeit und in die erste Masche häkeln wir wieder Verdopplung. Dann häkeln wir 8 einzelne Maschen. In die mittlere häkeln wir 3 feste Maschen. Und wiederholen spiegelverkehrt wie diese Seite 8 einzelne Maschen und die letzte Masche wird verdoppelt. Reihe Nummer 7, eine Luftmasche, die Arbeit wenden, die erste Masche verdoppeln. Und dann häkeln wir 10 feste Maschen. In die mittlere häkeln wir wieder 3 feste Maschen. Und wiederholen genauso wie hier 10 einzelne Maschen und die letzte Masche wird verdoppelt. Reihe Nummer 8. Wir machen eine Luftmasche, wenden die Arbeit und die erste Masche wird verdoppelt. Dann häkeln wir 12 feste Maschen bis zu der Mitte.
Die mittlere Masche wird dann verdreifacht, also in die Masche häkeln wir 3 feste Maschen und häkeln diese Seite auch 12 einzelne Maschen und die letzte Masche wird verdoppelt, genauso wie auf dieser Seite. Ich habe jetzt insgesamt 8 Reihen gehäkelt und das sind jetzt 18 cm Breite. Das langt mir. Jetzt häkle ich diesen Teil einmal nach oben, dass hier die Seiten von der Tasche gerade sind. Und es geht einmal so. Also ab jetzt werden die Reihen gleich gehäkelt. Wir machen eine Luftmasche, wenden die Arbeit. Und da wir bei der ersten Masche immer verdoppelt haben, machen wir jetzt 2 Maschen zusammen häkeln. Also in die erste Masche gehen, Faden holen, in die zweite Masche gehen, Faden holen. Jetzt haben wir 3 Schlingen auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Jetzt häkeln wir 13 Maschen bis zu der Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Diese nächste Masche häkeln wir wieder 3 Maschen. 1, 2, 3. Wie gehabt, hier wird nichts verändert. Also hier in der Mitte häkeln wir immer 3 feste Maschen. Dann häkeln wir 13 einzelne Maschen. Die letzten 2 Maschen werden zusammen gehäkelt. Die letzte Masche versteckt sich immer, also nicht vergessen. Dann haben wir wieder 3 Schlingen auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Machen eine Luftmasche, wenden die Arbeit und häkeln diese Reihe genauso wie die Reihe davor. Also ab jetzt wird sich nichts mehr verändern. Wir häkeln 2 Maschen zusammen, dann 13 Maschen einzeln, die Mitte, 3 feste Maschen häkeln, dann wieder 13 Maschen, einzelne Maschen häkeln und 2 Maschen am Ende zusammen häkeln. Ich zeige nochmal. Also 2 Maschen zusammen, dann 13 Maschen, einzelne Maschen, hier häkle ich wieder 3 einzelne Maschen, häkle 13 einzelne Maschen und 2 zusammen. Dreizehn Maschen sind jetzt fertig und die letzten 2 Maschen häkle ich zusammen. Eine Luftmasche, die Arbeit wenden und weiter häkeln, wie die letzten 2 Reihen ich gezeigt habe. Und ihr häkelt in eure gewünschte Länge. Und wenn ich meine gewünschte Länge
erreicht habe, zeige ich und sage ich genau, wie viele Reihen ich gehäkelt habe. Ich habe jetzt meine gewünschte Länge erreicht. Insgesamt habe ich 40 Reihen gehäkelt und die Länge ist jetzt bei 46 cm und die Breite ist jetzt bei 19,5 cm. Ich habe ja die Tasche so zusammengelegt und habe geguckt, dass mir diese Länge auch reicht. Jetzt möchte ich, dass hier auch an der Seite, wo spitz ist, genauso gerade ist wie hier. Und die wird jetzt so gehäkelt. Eine Luftmasche, die Arbeit wenden. Wir häkeln jetzt 2 Maschen zusammen. Dann 11 einzelne Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bis zu der mittleren Masche sind noch 2 Maschen geblieben und die häkeln wir zusammen. Dann eine Luftmasche, die Arbeit wieder wenden. Die ersten 2 Maschen werden zusammengehäkelt. Also wir werden ab jetzt 2 am Anfang zusammenhäkeln und 2 Maschen am Ende. Also 2 Maschen werden die zusammengehäkelt. Dann häkeln wir 9 einzelnen Maschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die letzten 2 Maschen häkeln wir wieder zusammen. Dann die Luftmasche, Arbeit wenden und häkeln jetzt wie gehabt 2 Maschen zusammen. 7 einzelnen Maschen. 3, 4, 5, 6, 7 und die letzten 2 Maschen häkeln wir zusammen. Luftmasche, die Arbeit wenden und häkeln wieder zurück. 2 Maschen zusammen häkeln. Jetzt häkeln wir 1, 2, 3, 4, 5 und die letzten 2 Maschen wieder zusammenhäkeln. Eine Luftmasche, die Arbeit wieder wenden. Fang wieder mit 2 feste Maschen, die zusammengehäkelt werden. Dann häkeln wir 3 einzelne Maschen.
wieder 2 Maschen zusammen, Luftmasche, die Arbeit wenden, machen wieder 2 Maschen zusammen, eine einzelne Masche und 2 einzelnen oder die 2 Maschen zusammen, eine Luftmasche und zum Schluss bleiben uns jetzt 3 Maschen und die häkeln wir zusammen. 1, 2, 3 und jetzt alle Schlingen auf die Häkelnadel zusammen häkeln und dann machen wir eine Luftmasche. Jetzt können wir Faden abschneiden und eine Seite ist fertig. Eine Seite ist jetzt fertig. Wir machen jetzt genauso häkeln. Diese Seite wie diese Seite gehäkelt ist. Und zwar, hier haben wir die Arbeit beendet. Gehen weiter. Die mittlere Masche, die lassen wir einmal aus. In die nächste Masche stecken wir die Häkelnadel rein, nehmen uns den Faden und machen eine Luftmasche. In die gleiche Einstechstelle machen wir noch eine feste Masche. Die häkle ich aber nicht ganz. Dann gehe ich in die nächste Masche, hole mir den Faden und jetzt alle 3 Schlingen zusammen häkeln. Genauso wie auf dieser Seite müssen wir 11 einzelne Maschen häkeln und dann die letzten 2 Maschen häkeln wir zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die letzten 2 häkeln wir zusammen. Eine Luftmasche, wenden die Arbeit und wiederholen genauso oder machen das gleiche wie auf der Stelle. 2 Maschen zusammen häkeln, dann 9 einzelne Maschen zusammen häkeln, die letzten 2 Maschen. Dann die nächste Reihe werden 7 einzelne Maschen zwischen den Abnahmen sein, dann 5, 3 und eine und am Ende bleiben nur 3 Maschen und die zeige ich nochmal, wie die zusammen gehäkelt werden. Hier sind am Ende bei mir 3 Maschen geblieben. Ich mache dann eine Luftmasche, wende die Arbeit und häkle diese alle 3 Maschen zusammen. 1, 2, 3. 4 Schlingen und die häkle ich zusammen, mache eine Luftmasche. So, dieser Teil ist jetzt komplett fertig. Jetzt müssen wir die Tasche einmal umhäkeln mit festen Maschen. Wir machen dann noch eine Luftmasche und in diese Luftmasche, die entstanden ist, da wo wir 3 Maschen zusammen gehäkelt haben, also hier häkeln wir eine feste Masche. Dann, man kann ja auch hier die Reihen gut erkennen. In die nächste Reihe eine feste Masche. In die nächste Masche oder in die nächste Reihe, da haben wir die Abnahmen gemacht und da häkeln wir unter diese beiden Schlingen, nehmen noch eine Schlinge dahinter ist, dazu und häkeln eine feste Masche.
Dann kommt wieder die nächste Reihe, eine feste Masche. Und so wird es bis Ende diese Seite gehäkelt. Das heißt, ich habe hier 40 Reihen gehäkelt, also es müssen genau 40 einzelne feste Maschen sein. Auf dieser Seite genauso. Und dann, wenn ich auf diese Seite angekommen bin, zeige ich euch, wie ich hier einmal umhäkle. Eine Seite habe ich jetzt umgehäkelt und wie ich vorhin schon gesagt habe, es sind 40 einzelne Maschen, weil da 40 Reihen sind. Jetzt komme ich diese Seite umzuhäkeln und da wo die letzte Masche ist, häkle ich noch 2 einzelne Maschen, um auf diese Seite zu kommen. Und hier kann man auch gut erkennen, wo die Reihen waren, und in jeder Reihe häkeln wir wieder eine Masche und zählen genauso, wie viele Maschen wir gehäkelt haben, weil auf dieser Seite muss es genauso viel sein. Also, hier haben wir schon, wir kommen in die nächste und häkeln eine feste Masche. Dann die nächste Masche, unter die nächste Masche und so weiter bis zu der Ecke. Ich habe jetzt bis zu der Ecke 17 einzelne Maschen gehäkelt, und zwar da wo die 3 einzelnen Maschen sind, also in eine Masche gehäkelt sind. Ich habe die letzte Masche gezählt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das ist die letzte Masche und hier häkle ich noch 2 Maschen dazu, um die Arbeit auf die andere Seite zu wenden. Und jetzt häkle ich diese Reihe oder diese Seite genauso wie hier mit 40 Maschen. Das ist Masche Nummer 1, dann Nummer 2 und so weiter bis zu dieser Ecke, und hier häkle ich genauso viele Maschen wie auf der Seite. Ich habe jetzt auch diese Seite fertig. Mache noch die letzte Masche da wo wir angefangen haben, noch eine letzte Masche, schneide dann Faden ab, hol den Faden raus und verbinde jetzt hier mit einem Übergang, dass das ja auch überall gleich aussieht. Ich gehe unter die ersten beiden querliegenden Maschen, hol den Faden und ziehe den nach hinten, und von der Rückseite gehe ich unter diesen beiden Schlingen hole mir den Faden und ziehe auch auf die Rückseite. Mal alles fester ziehen, dass alle Maschen gleich aussehen. Jetzt ist dieser Teil fertig. Ich werde ja auch gleich noch das Endstück verstecken. Dann lege ich einen Handtuch drauf und bügele das mit dem Bügeleisen mit viel Dampf und lasse es auskühlen, und dann wollen wir gleich anfangen, Taschenseiten zu häkeln. Die Endstücke habe ich jetzt versteckt und Teil gebügelt, und ich gebe mal die Masse. Mein Teil ist jetzt 48,5 cm lang und
20,5 cm ist der breit. Und wir beginnen jetzt Taschenseiten zu häkeln. Wir fangen jetzt Seitenteil zu häkeln, beginnen mit der Luftmaschenkette und machen 8 Luftmaschen. Die erste Masche zähle ich mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt häkeln wir in die Reihe zurück. Die erste Luftmasche machen wir auslassen und bei zweiter fangen wir an und häkeln dann eine feste Masche bis Ende dieser Reihe und insgesamt sind das dann 7 feste Maschen. Wir fangen jetzt mit der ersten Reihe von Muster an. Wenden so die Arbeit, dass der Arbeitsfaden unten ist und Endstück hier oben ist, und wir häkeln jetzt so, dass wir also da wo die Kette ist, an der hinteren Lasche mit der Häkelnadel gehen und da wo oben ist, von oben eine Masche nehmen. Einmal so. Die erste Masche auslassen. Wir machen jetzt auch hier keine Luftmasche. Eine Masche auslassen. Also mit der Häkelnadel bei der zweiten hintere Lasche gehen. Hier oben lassen wir auch eine Masche aus und gehen bei der zweiten rein. Da ich ja auch diese Endstück später nicht verstecken möchte, häkele ich den auch mit rein. Und jetzt habe ich beide Schlingen und häkle eine feste Masche. Eine Masche von unten, eine Masche von oben und dann häkle ich die zweite Masche. Dritte Masche. Vierte. Fünfte und die sechste, die letzte versucht sich immer zu verstecken und dann die sechste Masche und am Ende häkeln wir eine Randmasche. Hier ist eine Schlinge, unter diese Schlinge häkeln wir dann eine Masche. Da kommen wir wieder auf 7 Maschen. Wir beginnen jetzt mit der Reihe Nummer 2. Wieder die Arbeit so wenden, die erste Masche auslassen. Bei der hinteren Lasche fangen wir wieder an und häkeln dann 6 feste Maschen. Wir nehmen eine Lasche von unten und eine von oben. Eine von unten, eine von oben. Das ist jetzt schon die 5. Masche. Und die 6., wie ich schon gesagt habe, sie versucht sich immer zu verstecken und da häkeln wir dann die 6. feste Masche. Und jetzt sind 2 Schlingen. Wir machen unter diesen beiden Schlingen eine feste Masche häkeln. Die Arbeit wenden und beginnen mit der Reihe Nummer 3. Wieder eine Masche auslassen, bei der zweiten anfangen und häkeln jetzt 6 feste Maschen. Und auf dieser Seite sind jetzt auch 2 Schlingen
Und unter diesen 2 Schlingen häkeln wir die 7. feste Masche. Reihe Nummer 4, wieder eine Masche auslassen, bei der 2. anfangen. Und am Ende die 7. Masche häkeln wir unter diese beiden Schlingen. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie 4 Reihen gehäkelt werden und insgesamt brauchen wir 22 Reihen. Ich bin jetzt fertig mit dem Teil. Allerdings habe ich statt 22 Reihen 18 Reihen gehäkelt, weil ich festgestellt habe, dass das Teil viel zu lang ist. Deswegen habe ich es ein wenig reduziert auf 18 Reihen. Die letzte Reihe und hier die Stufe, die entstanden ist, zu verstecken, machen wir mit Kettmaschen rein. Also genauso wie vorhin unter den beiden Schlingen gehen, Faden holen und eine Kettmasche häkeln. Wir häkeln wie gehabt zuerst 6 Kettmaschen und die letzte Kettmasche wird auch unter diesen beiden Schlingen gehäkelt. So, ein Teil ist fertig, das zweite Teil habe ich auch schon fertig gemacht. Jetzt machen wir Folgendes: ungefähr 1,5 bis 2 Meter wird der Faden abgeschnitten und hier rausgezogen. Und dann wollen wir gleich beginnen, diese beiden Teile an der Tasche annähen. Bevor wir anfangen, die beiden Seiten miteinander zu vernähen, möchte ich nochmal die Maße geben von den Teilen. Und zwar 7 cm ist das Teil breit und die Länge hat es ungefähr 13,5, also doch 13,5 cm. Das ist jetzt unser Vorderteil und hier ist die erste Masche gewesen, wo wir angefangen haben zu häkeln. Drehen einmal so um, dass die Rückseite uns anguckt und machen dann die Tasche sozusagen zusammenlegen. So sieht es aus und hier werden wir dann unsere Taschenseite annähen. Und zwar, wenn wir die Vorderseite angucken, hier sind sehr gut die festen Maschen zu sehen mit dieser Kette und auf der Rückseite sind ja solche Schlingen entstanden. Da, die könnt ihr ja auch richtig gut sehen. Unter diesen Schlingen werden wir dann greifen und beide Teile miteinander vernähen. An den Teil und hier an den Seiten sind gut zu sehen diese Schlingen. Und unter diesen Schlingen gehen wir an dem Teil. Wir beginnen jetzt. Die erste Masche oder erste Naht machen wir da. Hier sind die 3 feste Maschen in eine Einstichstelle. In die mittlere Masche stecken wir die Häkelnadel oder die Nähnadel rein und ziehen einfach durch. So, befestigt. Dann an den Taschenseite
gehen wir unter die nächste Schlinge und bei der Tasche auch bei der nächsten Schlinge und durchziehen. Jetzt wieder nächste Schlinge bei den Taschenteil und nächste Schlinge bei der Tasche, unter beiden Schlingen und Faden durchziehen. Mit solchen einfachen Stichen werden wir dann die Tasche und Taschenseiten miteinander vernähen. Ich habe das erste Teil angenäht, sieht so aus. Ich werde hier dann noch Faden durchziehen und verstecken und das zweite Teil wird genauso angenäht wie das Teil hier von der Seite auf die Seite. Und wir treffen uns wieder, wenn beide Seiten angenäht sind. Ich habe beide Seiten jetzt angenäht, sieht so aus und habe auch einmal die Tasche gebügelt, dass sie auch eine richtige Form annimmt. Und jetzt wollen wir noch Taschenschloss anbringen. Ich habe hier ein Taschenschloss mit solche Zacken auf der Rückseite und ich biege das ein wenig nochmal nach hinten, dass ich ja mit dem Stoff hier dazwischen reinkommen kann. Suche die Mitte, dass da wirklich Mappenschloss in der Mitte ist und befestige den dann auch fest und dann drücke ich die hier mit den Fingern auch zusammen und dann steckt er auch richtig gut oder soll auch richtig gut fest bleiben. Das obere Teil vom Mappenschloss ist jetzt befestigt, sieht so aus, kann nicht mehr ab. Jetzt muss ich mir das untere Teil von Mappenschloss befestigen und ich mache das immer so. Ich habe vorhin geguckt, diese Stifte, die da rausgucken, die können locker durch den Stoff durch und dann kann ich die so biegen. Aber ich mache das nicht, ich mache das ein wenig anders, weil wenn ich die einfach so dieses Teil so reinsteche und diese Stifte einfach biege, ich habe so ein Gefühl, dass das nach einiger Zeit, wenn man das richtig dolle am Mappenschloss zieht, dass das auch abgehen wird. Deswegen mache ich ja so eine Methode. Ich habe jetzt hier auf meinem Mappenschloss 3 solche Stifte. Es gibt auch mit 4. Nimm mir den Faden, natürlich auch den Faden, aus dem ich die Tasche gehäkelt habe, leg das Teil so hin und biege diesen Stift einfach nach unten. Und das mache ich bei allen 3 Teilen so. So, jetzt befestige ich das Teil, stecke den Schloss rein, nehme mir die ersten 2 Faden und da, wo ich mein Mappenschloss befestigen möchte, gucke ich genau hin, stecke da eine Häkelnadel rein. Mache den Mappenschloss auf und da, wo der Faden oder Häkelnadel rausguckt, nehme ich noch die zweiten Häkelnadel, versuche ich in die Stelle reinzustechen
hole mir den Faden und ziehe auf die Rückseite. Bei dem Teil mache ich genau so, da ist aber ein Abstand ein bisschen größer. Ungefähr gucke ich erstmal, wo es sein soll. Jetzt habe ich beiden Seiten da auf der Rückseite. Jetzt mache ich die nächsten zwei. Ich gucke ungefähr, wo das rausguckt. So ungefähr hier und ziehe den Faden auf die Rückseite und auch von der anderen Seite. So, dann mache ich den Rest auch und auf der Rückseite werde ich später auch diese Faden miteinander verbinden und die Endstücke verstecken und dann ist nichts mehr zu sehen. Die Tasche ist jetzt komplett fertig. Ich habe auch die Karabiner schon dran gemacht und die sieht ja schon so aus. Ich habe sie ja auch schon einmal gebügelt und von innen sieht sie so aus. Da sieht man auch kaum die Stelle, wo der Mappenschloss befestigt war. Von meiner Seite war es das schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr auch so eine kleine Mini-Tasche nachhäkeln wollt. Auf dieser Stelle wünsche ich euch dann viel Spaß. Tschüss und bis zum nächsten Mal.